Hallo und herzlich willkommen zur Anleitung für die Arbeitnehmerinnenveranlagung für das Jahr 2025. Ich erkläre Ihnen, wie Sie den Lohnsteuerausgleich über Finanz Online ausfüllen. Seit Oktober 2025 erfolgt der Einstieg zu Finanz Online entweder über die ID Austria oder einen zweiten Faktor zur Identifizierung. Das funktioniert mit einer Authentifikations-App. Die Erklärung für den Einstieg zu Finanz Online und welche Möglichkeiten Sie in Finanz Online haben, finden Sie in einem eigenen Video. Haben Sie kein Finanz Online, können Sie die Arbeitnehmerveranlagung auch mittels Papierformular ausfüllen. Wenn Sie sich in Finanz Online eingeloggt haben, sollten Sie die persönlichen Daten kontrollieren. Sind E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung noch korrekt? Stimmen die Zustelloptionen? Haben Sie die elektronische Zustellung aktiviert, sollten Sie jedenfalls auch eine E-Mail-Adresse hinterlegen und ankreuzen, sodass Sie eine E-Mail-Verständigung bei behördlichen Zustellungen erhalten. Denn ansonsten bekommen Sie zwar die Nachrichten zugestellt, erfahren aber nicht davon. Dadurch könnten Sie wichtige Fristen verpassen. Sie können auf die elektronische Zustellung auch generell verzichten. Dann bekommen Sie die Schriftstücke des Finanzamtes mit der Post. Vor dem Start mit der Arbeitnehmerveranlagung gehen wir noch in den Steuerakt und schauen, welche Jahreslohnzettel von welchem Arbeitgeber übermittelt wurde, also ob die Daten bereits vollständig sind. Hier sollte kontrolliert werden, ob alle Arbeitgeber oder auch das AMS, die Krankenkasse oder der Insolvenzentgeltfonds die Bezüge schon gemeldet haben, weil nur dann auch die Vorberechnung der Einkommensteuer stimmen. Alle auszahlenden Stellen haben bis Ende Februar Zeit, die Daten dem Finanzamt zu übersenden, weshalb im Jänner und Februar daher oft noch nicht alle Meldungen im Steuerakt vorhanden sind. Am besten warten Sie bis März, bevor Sie Ihre Arbeitnehmerveranlagung durchführen. Sie sehen im Steuerakt außerdem nicht nur den Jahreslohnzettel, sondern auch die geleisteten Spenden oder den Kirchenbeitrag. Nun können wir mit der Arbeitnehmerveranlagung starten. Zuerst klicken wir hier, um den Steuerassistenten des Finanzamtes zu überspringen. Danach kann man nochmal die persönlichen Daten und Zustelloptionen einsehen und kontrollieren, ob hier alles in Ordnung ist und ob im besten Fall auch die elektronische Zustellung samt E-Mail-Verständigung angekreuzt sind. Wenn alles seine Richtigkeit hat, klicken Sie auf Weiter. Bei den allgemeinen Daten ist die erste Eintragung die Anzahl der pensions- und bezugsauszahlenden Stellen. Hier müssen Sie also die Anzahl der inländischen ArbeitgeberInnen und inländischen Pensionen angeben. Tragen Sie hier eine 1 ein, wenn Sie nur eine Arbeitgeberin oder einen Arbeitgeber hatten. Sind Sie zum Beispiel während des Jahres in Pension gegangen, haben Sie dadurch einen Arbeitgeber und eine pensionszahlende Stelle. In diesem Fall tragen Sie eine 2 ein. Als nächstes kommen wir zum Alleinverdiener, zum Alleinerzieherabsetzbetrag und zum Kindermehrbetrag. Den Alleinverdienerabsetzbetrag können Sie ankreuzen, wenn Sie mehr als 6 Monate im Jahr in einer Ehe, Lebensgemeinschaft oder eingetragenen Partnerschaft gelebt haben und Ihr Partner oder Ihre Partnerin nur so wenig verdient hat. Außerdem müssen Sie für mindestens ein Kind mehr als 6 Monate Familienbeihilfe bekommen haben. Die Einkommensgrenze für den Partner sowie den Betrag des Alleinverdienerabsetzbetrages sehen Sie hier eingeblendet. Den Alleinerzieherabsetzbetrag können Sie ankreuzen, wenn Sie alleinstehend sind, also nicht verheiratet sind, sich nicht in einer Lebensgemeinschaft befinden und mindestens 6 Monate Familienbeihilfe
für ein Kind bezogen haben. Die Beträge sind gleich hoch wie beim Alleinverdienerabsetzbetrag. Achtung! Wenn Ihr Einkommen so niedrig ist, dass sich der Familienbonus Plus bei Ihnen nicht oder nur teilweise auswirkt, müssen Sie hier zusätzlich den Kindermehrbetrag beantragen. Dafür müssen Sie mindestens 30 Tage im Jahr gearbeitet oder Kinderbetreuungsgeld bzw. Pflegekarenzgeld bezogen haben. Ebenso muss ein Anspruch auf den Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag bestehen oder beide Elternteile haben zumindest so wenig verdient, dass sie kaum Steuer bezahlen. Den Punkt mit der Höhe der Einkünfte des Partners brauchen Sie nur, wenn Sie keine Kinder im Haushalt haben und Ihr Partner ein sehr geringes Einkommen hat. Der erhöhte Pensionistenabsetzbetrag ist, wie der Name schon sagt, für PensionistInnen, wenn sowohl der Pensionist als auch dessen Partner eine gewisse Einkommensgrenze nicht überschreiten. Als nächstes gibt es noch den Mehrkindzuschlag. Hier dürfen Sie ein Kreuzchen setzen, wenn bei Ihnen mindestens 3 Kinder im Haushalt leben, für die Sie auch Familienbeihilfe bezogen haben. Als letzten Punkt auf dieser Seite findet sich der Freibetragsbescheid. Dieser Punkt ist nur dann anzukreuzen, wenn Sie einen Freibetragsbescheid wünschen. Möchten Sie keinen Freibetragsbescheid beantragen, brauchen Sie hier nichts auszufüllen. Wir raten grundsätzlich davon ab, einen Freibetragsbescheid zu beantragen, da dieser zu einem verpflichtenden Steuerausgleich führt und daher keine Steuervorteile für Sie bringt. Ab der nächsten Seite sind die Werbungskosten, das Pendlerpauschale und der Pendler-Euro einzutragen. Das Pendlerpauschale und der Pendler-Euro werden mit dem Pendlerrechner des Finanzamtes ermittelt. Hier finden Sie den Link zum Pendlerrechner sowie zum Video der Arbeiterkammer Oberösterreich zur Pendlerpauschale. Beim Pendlerrechner des Finanzamtes tragen Sie hier den Arbeitsort, Wohnort, die Arbeitszeiten und die Anzahl der Fahrten pro Monat ein. Neben dem Jahresbetrag für das Pendlerpauschale und dem Pendler-Euro findet sich auch immer der Monatsbetrag für den Fall, dass man nicht das ganze Jahr über beim gleichen Arbeitgeber beschäftigt war. Jetzt geht es weiter mit den übrigen Werbungskosten. Das sind Ausgaben, die mit dem Beruf in Zusammenhang stehen. Das können zum Beispiel Gewerkschaftsbeiträge sein, sofern diese noch nicht über die Lohnverrechnung berücksichtigt worden sind. Also nur Gewerkschaftsbeiträge, die von Ihnen extra bezahlt werden und nicht bereits durch die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber am Lohnzettel abgezogen wurden. Weiters können Sie ergonomische Büromöbel, zum Beispiel Schreibtisch, Schreibtischsessel oder Schreibtischlampe absetzen, unter der Voraussetzung, dass zumindest 26 Tage im Jahr im Homeoffice gearbeitet wurden. Achtung! Tragen Sie immer den gesamten Betrag ein, den Sie im betreffenden Kalenderjahr ausgegeben haben. Auswirken werden sich maximal 300 € pro Jahr. Die Übertragung des darüberliegenden Betrages ins nächste Jahr erfolgt automatisch durch das Finanzamt. Pflichtversicherungsbeiträge kann man hier in der Kennzahl 274 eintragen. Zum Beispiel, wenn Sie geringfügig beschäftigt sind und eine Selbstversicherung bezahlen. Aber auch, wenn Sie Pflichtversicherungsbeiträge für Angehörige zahlen oder wenn Sie einen geringfügigen Nebenjob haben, bei dem Sozialversicherungsnachzahlungen an die Krankenkasse fällig werden.
Zu den Nachzahlungen im Fall eines Nebenjobs finden Sie Informationen auch in unserem Video zum Thema Zuverdienst. Die Versicherungsbeiträge können Sie immer im Kalenderjahr der tatsächlichen Zahlung absetzen. Dann gibt es noch die digitalen Arbeitsmittel. Das sind zum Beispiel Ausgaben für einen Laptop, ein Headset oder einen Monitor. Achtung! Sie müssen hier einen Privatanteil von 40% vom Anschaffungspreis abziehen. Dazu kommt, wenn die Anschaffung mehr als 1.000 Euro ausgemacht hat, zum Beispiel ein Laptop, dann muss eine Aufteilung der Abschreibung stattfinden, die sogenannte AFA, Abschreibung für Abnutzung. Die Nutzungsdauer sind hier in der Regel 3 Jahre. Dazu ein Beispiel. Wenn Sie 1.500 Euro für einen Laptop ausgeben, dann müssen Sie 40% Privatanteil abziehen. Die verbleibenden 60%, das sind in diesem Fall dann 900 Euro, dürfen Sie geltend machen. Diese 900 Euro sind jedoch auf 3 Jahre aufzuteilen, sodass Sie beginnend mit dem Jahr der Anschaffung 300 Euro für die nächsten 3 Jahre eintragen können. Das geschieht nicht durch das Finanzamt automatisch, das müssen Sie selbst machen. Bei den anderen Arbeitsmitteln in der Kennzahl 719 handelt es sich um Arbeitsmittel, die nicht digital sind. Zum Beispiel ein Aktenkoffer oder ein bestimmtes Werkzeug für Ihren Beruf. Der Punkt Fachliteratur erfasst alle Fachbücher, also wirklich nur auf den Beruf bezogene Literatur. Unter der Kennzahl 721 können Sie Reisekosten geltend machen, wenn Ihnen der Arbeitgeber gar keine Reisekosten für Dienstreisen ersetzt oder nur einen Teil. In dem Fall können Sie die Differenz eintragen. Unter Reisekosten fallen Fahrtkosten wie das Kilometergeld, Bahn- oder Flugtickets und Taxirechnungen. Auch Mehraufwand für Verpflegung in Form von Taggeldern und Nächtigungskosten zählen dazu. Beim nächsten Absetzposten geht es um Aufwendungen für berufliche Ausbildungen, Fortbildungen oder eine Umschulung. Einzutragen bei der Kennzahl 722. Das können zum Beispiel Kosten für eine berufliche Ausbildung sein, die von Ihrer Arbeitgeberin nicht ersetzt werden. Wenn Sie eine berufliche Ausbildung oder Fortbildung absolvieren, können Sie damit verbundene Kosten zusammenrechnen. Das sind zum Beispiel Kurskosten, Seminargebühren oder Literatur. Tragen Sie die errechnete Summe bei der Kennzahl 722 ein. Achtung! Machen Sie hier unbedingt eine Aufstellung über Ihre Kosten. Die müssen Sie auf Nachfrage dem Finanzamt vorlegen. Kosten für Familienheimfahrten und doppelte Haushaltsführung können geltend gemacht werden, wenn Sie an einem Ort Ihren Familienwohnsitz und Lebensmittelpunkt haben und an einem zweiten Ort aus beruflichen Gründen einen weiteren Wohnsitz. Als weiteren Punkt gibt es das steuerrechtliche Arbeitszimmer. Diese Position trifft sehr selten zu, denn solche Kosten können nur dann abgesetzt werden, wenn das Arbeitszimmer ausschließlich beruflich genutzt wird und den Mittelpunkt Ihrer gesamten beruflichen Tätigkeit darstellt. Bei einer vorübergehenden oder zeitweisen Tätigkeit im Homeoffice liegt der Mittelpunkt der Tätigkeit nicht im Arbeitszimmer. Sonstige Werbungskosten für die Kennzahl 724 wären zum Beispiel die Betriebsratsumlage oder Kosten für Bewerbungsgespräche. Ganz zum Schluss gibt es noch die Berufsgruppenpauschale.
Diese kann anstelle der oben genannten Werbungskosten genutzt werden. Spezielle Pauschalen gibt es zum Beispiel für Journalisten, MusikerInnen oder Mitglieder einer Stadtgemeinde oder Ortsvertretung. Nun kommen wir zu den außergewöhnlichen Belastungen. Hier gibt es zwei Kategorien. Jene, die mit Selbstbehalt gerechnet werden und jene ohne Selbstbehalt. Der Selbstbehalt macht ungefähr 1 bis 1,5 Brutto-Monatsgehälter aus. Nur wenn dieser Betrag mit Ihren Krankheitskosten überschritten wird, wirken sich diese Ausgaben tatsächlich als Steuerfreibetrag aus. Ist Ihre eingetragene Abschreibung niedriger als der Selbstbehalt, ist es Ihnen laut Gesetz wirtschaftlich zumutbar, dass Sie diese Kosten selbst tragen. Bei den außergewöhnlichen Belastungen mit Selbstbehalt geht es zunächst um die sogenannten Krankheitskosten in der Kennzahl 730. Das sind zum Beispiel Zahnarztkosten, Kosten für eine Brille oder für Medikamente sowie Fahrtkosten zum Arzt. Achtung! Sie müssen jedenfalls die Kostenersätze der Krankenkassen abziehen und können nur den Restbetrag, den Sie letztendlich aufgewendet haben, hier eintragen. Mehr zum Thema Krankheitskosten finden Sie im Video zum Thema Krankheitskosten. Begräbniskosten sind Aufwendungen für eine Bestattung nach Abzug der sogenannten Nachlassaktiva. Sie bekommen bei einer Verlassenschaft vom Notar eine Aufstellung über Aktiva und Passiva. Die Nachlassaktiva müssen Sie abziehen. Die Kosten, die übrig bleiben, können Sie geltend machen. Hatten Sie Kurkosten? Dann können Sie diese in die Kennzahl 734 eintragen. Allerdings müssen Sie einen Betrag von 5,23 € pro Tag als Haushaltsersparnis gleich selbst abziehen. Dann gibt es den Punkt sonstige außergewöhnliche Belastungen. Darunter fallen in etwa Kosten für eine Adoption. Außergewöhnliche Belastungen ohne Selbstbehalt, also ohne Mindestbetrag, den man erreichen muss, sind Katastrophenschäden. Hier können Sie Kosten absetzen für die Beseitigung von Katastrophenschäden. Auch Ersatzanschaffungen von Möbeln oder Elektrogeräten, wie etwa einer Waschmaschine, zählen dazu. Also alles, was im Schadensprotokoll von der Gemeinde erfasst wurde. Kostenersätze, die Sie bekommen haben, wie zum Beispiel Versicherungszahlungen, müssen Sie natürlich abziehen. Die nächste Seite in Finanz Online befasst sich mit den außergewöhnlichen Belastungen bei Vorliegen eines mindestens 25-prozentigen Behinderungsgrades. Die Besonderheit: Krankheitskosten, die mit der Behinderung in Zusammenhang stehen, sind außergewöhnliche Belastungen ohne Selbstbehalt. Diese Kosten wirken sich also auch aus, ohne dass ein gewisser Mindestbetrag, also Selbstbehalt, überschritten werden muss. Entscheidend ist die amtliche Feststellung des Behinderungsgrades durch das Sozialministerium-Service. Zuerst ist der Grad der Behinderung einzutragen, zum Beispiel 50%. Daneben können Sie zusätzliche Eintragungen geltend machen, zum Beispiel Ausgaben für eine Diätverpflegung oder die Unzumutbarkeit der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Vorausgesetzt, Sie haben dafür die Feststellung durch das Sozialministerium-Service. Hier ist auch das Pflegegeld einzutragen. Denn für den Grad der Behinderung bekommen Sie einen pauschalen Freibetrag. Beziehen Sie Pflegegeld, dann entfällt dieser Freibetrag. Daher müssen Sie die Monate des Pflegegeldbezugs eintragen.
Haben Sie keine Feststellung des Behinderungsgrades durch das Sozialministerium-Service? Dann gilt auch bei Vorliegen einer Pflegestufe, also bei Bezug von Pflegegeld, die Annahme einer mindestens 25-prozentigen Behinderung. Die Kosten für behinderungsbedingte Mehraufwendungen wie Arztbesuche, Medikamente oder Hilfsmittel wie ein Gehstock oder Hörgerät können Sie nach Abzug der Kostenersätze durch die Krankenkasse in der Kennzahl 476 geltend machen. Bei der Arbeitnehmerveranlagung ist daher immer zu unterscheiden, ob behinderungsbedingte Krankheitskosten vorliegen oder nicht. Behinderungsbedingte Krankheitskosten können Sie in der Kennzahl 476 eintragen. Krankheitskosten, die in keinem Zusammenhang mit der Behinderung stehen, sind in der Kennzahl 730 einzutragen. Die Alternative ist eine Eintragung der tatsächlichen Kosten aufgrund einer Behinderung. Das benötigen Sie dann, wenn Sie wirklich sehr hohe Pflegekosten haben. Zum Beispiel, wenn Sie eine 24-Stunden-Pflege haben oder im Pflegeheim sind. In diesem Fall haben Sie nur eine Eintragung in der Kennzahl 439 zu tätigen. Die einzelnen Eintragungen entfallen also. Aber Achtung! Machen Sie sich hier am besten eine Aufstellung über alle Ausgaben. Für eine 24-Stunden-Pflege können Sie zum Beispiel auch einen Wert von 196,20 € pro Monat für Kost und Logis dazu rechnen. Zuletzt müssen Sie bei der Aufstellung das Pflegegeld abziehen oder die Haushaltsersparnis, wenn Sie sich im Pflegeheim befinden. Die gleichen Absetzposten gibt es dann noch einmal, wenn Sie eine Partnerin bzw. einen Partner haben und dieser ein sehr niedriges Einkommen hat. Maßgeblich ist hier die Einkunftsgrenze wie für den Alleinverdienerabsetzbetrag, den wir zu Beginn besprochen haben. Ist das der Fall, dann können Sie die Kosten für Ihre Partnerin oder Ihren Partner geltend machen und auch für sich selbst. Allerdings in separaten Kennzahlen. Kommen wir zu den Sonderausgaben. Hier wären allenfalls einzutragen, falls Sie Steuerberatungskosten hatten oder eine Leibrente entrichtet haben. Ansonsten ist hier auch ersichtlich, welche Sonderausgaben bereits automatisch übermittelt wurden. Zum Beispiel Spenden oder der Kirchenbeitrag. Bei den Spenden ist wichtig, dass Sie beim Spendenempfänger den Namen genauso eintragen, wie er im Melderegister angeführt ist. Auch das Geburtsdatum müssen Sie bekannt geben. Dann kann der Spendenempfänger die Spende für Ihre Person an das Finanzamt übermitteln. Die Spende ist dann automatisch in Ihrem Steuerakt ersichtlich. Dann folgt in Finanz Online die Seite Rund um Kinder. Für jedes Kind ist hier eine eigene Beilage auszufüllen mit Name und Sozialversicherungsnummer oder dem Geburtsdatum des Kindes sowie dem Wohnsitzstaat. Der nächste Punkt ist der Familienbonus Plus. Zum Familienbonus Plus gibt es auf der Homepage der Arbeiterkammer Oberösterreich ebenfalls ein eigenes Video, das das Thema gut erklärt. Beim Familienbonus Plus unterscheidet man im Wesentlichen zwischen zwei Lebenssituationen. Ein Kind, für das keine Unterhaltszahlungen geleistet werden, oder ein Kind, für das das gesamte Jahr in vollem Umfang Unterhalt geleistet wurde. Wird für das Kind kein Unterhalt geleistet, zum Beispiel weil es mit Mutter und Vater gemeinsam lebt, dann haben die Eltern das Wahlrecht, ob ein Elternteil den ganzen Familienbonus geltend macht
oder ob beide Elternteile jeweils den halben Familienbonus geltend machen. Eine Aufteilung des Familienbonus Plus macht nur dann Sinn, wenn beide berufstätig sind und ein entsprechend hohes Einkommen haben. Der ganze Familienbonus für Kinder unter 18 Jahre beträgt derzeit 2.000 Euro, für Kinder über 18 Jahre 700 Euro. Damit sich der Familienbonus Plus in voller Höhe auswirken kann, muss auch Lohnsteuer in dieser Höhe bezahlt worden sein. Ansonsten ist der Familienbonus mit der jeweils bezahlten Steuer gedeckelt. Wenn Sie ein Kind haben, für das Unterhalt bzw. Alimente geleistet werden, dann sind Sie entweder die Person, die Familienbeihilfe bezieht, oder die Person, die den Unterhalt bezahlt. Grundsätzlich haben sowohl der Familienbeihilfenbezieher als auch der Unterhaltszahler Anspruch auf den halben Familienbonus Plus. Mit dem Einverständnis des jeweils anderen kann jedoch auch einer von beiden Elternteilen den ganzen Familienbonus Plus geltend machen. Der andere Elternteil bekommt dann gar keinen Familienbonus Plus und beantragt diese auch bitte nicht. Dieses Einverständnis ist im Zweifelsfall durch eine schriftliche Bestätigung zu belegen. Wenn man sich nicht einig ist und beide beantragen den ganzen Familienbonus, dann wird der Bonus jeweils zur Hälfte beiden Elternteilen gewährt. Andere Personen als die leiblichen Eltern, zum Beispiel der Stiefvater, können nur dann den Familienbonus beantragen, wenn kein Unterhalt für das Kind bezahlt wird. Entweder weil keine Unterhaltszahlungen geleistet werden, weil vielleicht ein Elternteil schon verstorben ist oder im Ausland lebt und arbeitet und daher kein Anspruch auf eine österreichische Steuerbegünstigung besteht. Die Rubrik Familienbonus Plus in besonderen Fällen ist nur in ganz speziellen Fällen auszuwählen. Zum Beispiel, wenn sich die Eltern während des Jahres getrennt haben. Wird für Kinder Unterhalt bezahlt, dann können auch die Unterhaltszahlungen eingetragen werden. Hier gibt es ein Feld, in dem die monatliche Unterhaltsverpflichtung und die jährliche Unterhaltszahlung einzutragen sind. Dadurch erhält man einen pauschalen Unterhaltsabsetzbetrag. Für Kinder, die ständig im Ausland, also in Drittstaaten leben, gibt es hier ebenfalls eine Absetzposition. In der Regel werden 600 Euro an Unterhaltsleistungen pro Kalenderjahr berücksichtigt. Wie für Erwachsene gibt es auch die Möglichkeit für Kinder außergewöhnliche Belastungen einzutragen. Krankheitskosten für die Brille, die Zahnspange, Medikamente. Achtung! Es handelt sich um außergewöhnliche Belastungen mit Selbstbehalt, sodass in Summe gesehen die außergewöhnlichen Belastungen den steuerlichen Selbstbehalt überschreiten, damit sie sich auswirken. Dann gibt es noch die Absetzposition für die auswärtige Berufsausbildung. Die tatsächlichen Kosten, die Eltern während eines Studiums oder einer Ausbildung tragen, wie zum Beispiel für Studentenheim, Fahrten zur Universität oder Lernmaterial, können nicht abgesetzt werden. Sie bekommen dafür maximal einen pauschalen Freibetrag. Voraussetzung für den Anspruch auf auswärtige Berufsausbildung ist, dass im Einzugsbereich Ihres Wohnortes im Umkreis von 80 Kilometer keine entsprechende Ausbildungsmöglichkeit besteht. Sind Wohnort und Ausbildungsstätte weniger als 80 Kilometer voneinander entfernt,
muss man für eine Wegstrecke mit dem schnellsten öffentlichen Verkehrsmittel nachweislich mehr als eine Stunde benötigen oder die tägliche Hin- und Rückfahrt ist nach dem Studienförderungsgesetz nicht zumutbar. Den Freibetrag gibt es auch für SchülerInnen und Lehrlinge, die am Ausbildungsort zum Beispiel in einem Internat wohnen, sofern es im Umkreis von 25 Kilometer keine entsprechende Ausbildungsmöglichkeit gibt. Um den Pauschalbetrag auswärtige Berufsausbildung zu bekommen, ist es notwendig, die Prozent der Kostentragung anzugeben. Zum Beispiel 100%, wenn Sie die Kosten alleine tragen oder 50%, wenn Sie sich die Kosten mit dem anderen Elternteil teilen. Sie müssen auch die Postleitzahl des Ortes der Berufsausbildung angeben, sowie die Anzahl der Monate der auswärtigen Berufsausbildung. Ferienzeiten müssen Sie nicht abziehen. Hat ein Kind eine Behinderung, ist Folgendes zu unterscheiden. Handelt es sich dabei um einen Behinderungsgrad zwischen 25 und 45%, dann ist beim Formular der obere Teil auszufüllen, ähnlich wie bei Vorliegen eines Behinderungsgrades bei Erwachsenen. Liegt bei Ihrem Kind ein Behinderungsgrad von 50% oder mehr vor, beziehen Sie dadurch erhöhte Familienbeihilfe, müssen Sie den unteren Abschnitt ausfüllen. Sie bekommen dann einen pauschalen Freibetrag für den Bezug der erhöhten Familienbeihilfe in der Höhe von 262 € pro Monat. Hier müssen Sie den Zeitraum des Bezuges der erhöhten Familienbeihilfe angeben. Beziehen Sie Pflegegeld, müssen Sie sowohl den Zeitraum des Pflegegeldbezugs als auch den monatlichen Betrag angeben. Wie bei den Erwachsenen können Sie auch hier behinderungsbedingte Kosten für das Kind angeben, wie zum Beispiel Medikamente, Therapien oder Arztkosten. Die nächste Seite im Steuerausgleich ist die Rubrik International. Die benötigen Sie nur, wenn Sie Anknüpfungspunkte zum Ausland haben, also wenn Sie zum Beispiel in Österreich wohnen und eine ausländische Pension beziehen oder vielleicht im Ausland ein paar Monate gearbeitet haben. Österreich hat mit fast jedem Land ein sogenanntes Doppelbesteuerungsabkommen, genannt DBA. Es soll verhindern, dass Bezüge in mehreren Staaten doppelt besteuert werden. Je nachdem, welche Regelungen mit dem betreffenden Land vorgesehen sind, erfolgt dann die Eintragung in der Arbeitnehmerveranlagung unter der Rubrik International. Jetzt sind wir schon bei der letzten Seite angelangt, der Zusammenfassung. Hier kommt noch ein Überblick über alle automatisch übermittelten Daten und die von Ihnen selbst eingetragenen Absetzposten. Weiter unten können Sie eine Vorberechnung durchführen, entweder formlos oder mit Berechnungsblatt, wodurch Sie eine vorläufige Berechnung in den Finanz-Online-Nachrichten zugestellt bekommen. Diese vorläufige Steuerberechnung sollten Sie sich ausdrucken oder abspeichern, weil sie ansonsten nach kurzer Zeit automatisch gelöscht wird. Ganz unten müssen Sie dann ankreuzen, dass Sie alle Daten wahrheitsgemäß und vollständig ausgefüllt haben. Wir hoffen, wir konnten Sie beim Ausfüllen der Arbeitnehmerinnenveranlagung unterstützen. Nutzen Sie auch gerne unsere weiteren Erklärvideos zu ausgewählten Themen der Arbeitnehmerveranlagung. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an die Arbeiterkammer Oberösterreich. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 050 6906 1603.